Herzlich willkommen. Vielleicht bist du hier, weil du Deutsch verstehst, aber Sprechen ist noch schwierig für dich. Du machst Fehler und du weißt nicht warum. Ich zeige dir, wie du durch einen einzigen Trick dein Deutsch sofort verbesserst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast für Deutschlerner. Ich heiße Markus. Ich lebe in München und freue mich sehr, heute hier zu sein. Hallo auch von mir. Ich bin Sarah, wohne in Berlin. Ich liebe es, über Sprache zu sprechen. Lass uns gleich sagen, warum wir diesen Podcast machen. Wir wollen dir helfen, Deutsch zu denken, ohne dauernd im Kopf zu übersetzen. Das klingt schwer, ist aber möglich. Kleiner Tipp: Schalte am besten die Untertitel an, wenn du etwas nicht verstehst. So kannst du dem Gespräch leichter folgen. Heute reden wir darüber, wie man im Alltag direkt auf Deutsch reagiert. Unser Ziel ist, dass du nicht zuerst deine Muttersprache benutzt, sondern sofort die passenden deutschen Wörter findest. Viele Lernende kämpfen genau damit. Ich sehe das jeden Tag in meiner Schule. Die Schüler kennen viele Wörter, aber sie denken zuerst auf Englisch, Spanisch oder Arabisch. Dann stockt das Gespräch. Mir ging es früher ähnlich, als ich Französisch gelernt habe. Ich wollte immer alles übersetzen und war dadurch langsam. Als ich begann, feste Redewendungen zu üben, wurde es besser. Genau darum geht es heute. Wir besprechen zuerst, warum man im Kopf übersetzt. Dann zeigen wir kleine Übungen, die das Gehirn trainieren. Am Ende hast du einen Plan für jeden Tag. Bevor wir starten, frage ich dich, Sarah, übersetzt du manchmal noch, wenn du eine neue Sprache lernst? Oh ja, am Anfang passiert das immer. Ich lerne gerade ein bisschen Japanisch. Dort merke ich, wie mein Kopf erst Deutsch denkt. Es ist lustig, weil ich meinen eigenen Rat hören sollte. Sehr ehrlich, danke. Ich glaube, viele Zuhörer fühlen sich jetzt verstanden. Vielleicht hören sie zu und nicken gerade. Stimmt. Und ihr, liebe Leute, könnt uns später gern schreiben, wo ihr noch übersetzt. Das interessiert uns sehr. Aber erst einmal die große Frage. Warum bleibt dein Gehirn in der Muttersprache? Es sucht Sicherheit. Übersetzen fühlt sich sicher an, doch es kostet Zeit. Ja, das ist wie Fahrradfahren mit Stützrädern. Sie geben Halt, aber du bist langsamer. Irgendwann musst du sie abnehmen, sonst fährst du nie frei. Schönes Bild. Also, unser erstes Ziel heute. Die Stützräder verstehen. Danach nehmen wir sie zusammen ab. Und keine Sorge, wir fallen nicht. Wir üben langsam und freundlich. Jeder kann das schaffen. Dieser Podcast wird ungefähr 30 Minuten dauern. Perfekt, um beim Spazieren oder Kochen zuzuhören. Genau. Und gleich nach dieser kleinen Einleitung starten wir mit der ersten großen Frage. Also bleibt dran. Schüttelt eure Schultern, atmet tief ein. Bereit? Dann geht es los. Ich bin gespannt. Markus, leg du doch los mit der Frage, warum wir noch übersetzen. Sehr gern. Ich stelle gleich 3 Mini-Fragen. Ihr Zuhörer antwortet bitte laut oder im Kopf, aber schnell. Erste Frage. Wie heißt dein Lieblingsessen auf Deutsch? Zweite Frage. Wie spät ist es gerade? Dritte Frage. Was machst du morgen früh um 8? Oh, das fühlt sich schon wie ein kleiner Test an. Ich musste kurz nachdenken, aber es ging schnell. Gut. Wenn jemand jetzt länger überlegt hat, dann liegt das oft an der inneren Übersetzung. Genau darum sprechen wir heute weiter. Ich glaube, das reicht als Einstieg. Wollen wir jetzt tiefer eindringen? Sehr gerne. Dann kommen wir zur Hauptfrage. Warum übersetzen wir im Kopf? Los geht's. Bevor wir das tun, Markus, soll ich noch kurz sagen, was ich bei meinen Schülern beobachte? Es passt gut. Unbedingt, erzähl. Okay. Viele Anfänger hören eine Frage auf Deutsch.
Im Kopf bauen Sie sofort eine Übersetzung, oft Wort für Wort. Dabei vergessen Sie, dass Deutsch eine andere Satzreihenfolge hat. Dann entsteht Chaos und Sie schweigen. Das zeigt, wie wichtig unser Thema ist. Sehr anschaulich. Danke für das Beispiel. Jetzt haben sicher alle verstanden, warum wir darüber reden. Warum übersetzt du noch im Kopf? Also, wir wollen jetzt klären, warum viele Lernende immer noch übersetzen, obwohl sie schon viele Wörter kennen. Ich sehe 3 große Gründe. Erstens, Angst vor Fehlern. Zweitens, alte Gewohnheit. Drittens, fehlende Routine im Hören. Angst ist wirklich stark. Man denkt, ein Fehler klingt peinlich, also wartet man, bis der Satz perfekt ist. Dabei ist Stille oft schlimmer als ein kleiner Fehler. Oh ja, wenn meine Schüler schweigen, verstehen die Gesprächspartner oft gar nichts mehr. Ein mutiges, aber falsches Wort hilft dagegen meist schon. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Im Englischunterricht wollte ich immer erst den gesamten Satz fertig planen. Dann war das Thema schon vorbei. Typisch. Kennst du das, liebe Zuhörer? Du willst etwas sagen, doch dein Mund bleibt zu. Im Kopf siehst du ein rotes Stoppschild. Genau dieses Schild wollen wir heute beseitigen. Lass uns jeden Grund einzeln anschauen. Starten wir mit der Angst vor Fehlern. Angst entsteht, wenn man denkt, Sprache sei ein Test, aber Alltag ist kein Test. Menschen verstehen oft auch halbe Sätze, wenn wir Gestik und Mimik nutzen. Ich sage meinen Freunden, die Deutsch lernen, Kinder machen dauernd Fehler. Trotzdem lernen sie schnell, weil sie spielen und lachen dabei. Gutes Beispiel. Vielleicht könnt ihr, liebe Leute, ab heute Fehler als Teil des Spiels sehen. Sagt euch laut, Fehler sind Punkte im Lernspiel. Gefällt mir. Jetzt zum zweiten Punkt. Gewohnheit. Unser Gehirn liebt bekannte Wege. Wenn man 10 Jahre innerlich übersetzt hat, wird das automatisch. Ja, das Gehirn baut wie eine Autobahn in der Muttersprache. Die neue Spur, also Deutsch, ist erst ein kleiner Feldweg. Man muss sie täglich befahren. Exaktes Bild. Je öfter du den Feldweg nutzt, desto breiter wird er. Bald ist es eine schnelle Straße. Übersetzen fällt dann langsam weg. Darum rate ich, setz dein Handy auf Deutsch. Kochrezepte, Wetter, alles. So zwingst du dein Gehirn, den neuen Weg zu nehmen. Ich habe genau das mit Italienisch gemacht. Es war anfangs mühsam, doch nach 2 Wochen wusste ich Wörter wie Wolke, ohne sie je gelernt zu haben. Super Tipp. Kommen wir zum dritten Grund. Fehlende Hörroutine. Viele lesen viel, hören aber wenig. Stimmt. Lesen gibt dir Zeit zum Übersetzen. Hören ist schneller. Da bleibt keine Zeit für lange Umwege. Ich sage meinen Klassen oft, hört deutsche Musik, Podcasts, Serien. Wählt einfache Inhalte, aber hört täglich mindestens 10 Minuten. Und hört gern mehrmals das Gleiche. Beim zweiten Mal kennt ihr schon den Sinn. Dann fokussiert ihr euch auf Klang und Rhythmus. Markus, wollen wir den Zuhörern kurz eine Mini-Übung geben, um diese 3 Hindernisse zu spüren? Klar. Liebe Zuhörer, schließt kurz die Augen. Ich sage einen sehr einfachen Satz. Wiederholt ihn sofort laut, ohne zu denken. Ich trinke jetzt Wasser. Und? Hast du kurz gezögert? Wenn ja, war da vielleicht die Angst vor Fehlern. Oder du hast erst ein Wort für Wasser im Kopf gesehen. Jetzt zweiter Satz. Diesmal etwas länger. Morgen gehe ich mit Freunden in den Park. Wiederholen, bitte. Diesmal nicht warten, nur nachsprechen. Vielleicht fühlt es sich holprig an. Das ist okay. Wenn du das einige Male am Tag machst, trainierst du, sofort zu reagieren,
ohne inneres Wörterbuch. Ich mache so etwas auch im Unterricht. Nach einer Woche sind die Reaktionen schneller. Die Schüler sind stolz. Übrigens, schreib uns gern, ob diese Mini-Übung dir geholfen hat. Wir freuen uns auf Feedback. Markus, hast du noch ein persönliches Erlebnis zum Thema Übersetzen? Ja. Als ich in Paris lebte, wollte ich eine Bäckerei fragen, wann das Brot frisch ist. Ich suchte im Kopf das perfekte Französisch. Als ich endlich sprach, war alles ausverkauft. Oh nein, das zeigt schön, wie Zeitverlust schadet. Hättest du einfach mit Gesten gefragt, hättest du schneller Brot bekommen. Genau. Danach nutzte ich kurze Phrasen. Baguette aujourd'hui, frais? Nicht korrekt, aber verständlich. Ich bekam Brot und ein Lächeln. Solche Erfolgserlebnisse machen Mut. Fehler plus mutige Aktion ergibt oft ein gutes Ergebnis. Fassen wir zusammen. 3 Hauptgründe für das Übersetzen sind Angst, Gewohnheit und fehlendes Hören. Und jedem Grund setzen wir etwas entgegen. Mut zur Lücke, tägliche Deutschumgebung und regelmäßiges Hören. Sehr schön. Ich denke, unsere Zuhörer fühlen jetzt klar, warum das Übersetzen passiert. Ich hoffe, Sie erkennen auch, dass man das Problem lösen kann. Nicht morgen, aber Schritt für Schritt. Genau. Im nächsten Teil erklären wir, wie man das Gehirn umtrainiert. Das wird spannend. Bleibt also dran. Holt euch vielleicht ein Glas Wasser oder einen Kaffee. Gleich geht es weiter. Ich freue mich schon. Bis gleich. Welche Wortbausteine helfen beim automatischen Denken? Willkommen zurück, alle zusammen. Jetzt geht es um sogenannte Wortchunks, also kleine feste Bausteine. Genau. Ein Chunk ist eine kurze Gruppe von Wörtern, die du als Paket lernst. Du denkst dann nicht an jedes Einzelwort. Zum Beispiel, wie geht es dir? Das sagen wir oft, ohne jedes Wort neu zu wählen. Es kommt automatisch. Richtig. Oder ich hätte gern. Damit kannst du sofort etwas bestellen, egal ob Kaffee, Tee oder Pizza. Das Schöne? Ein Chunk passt sich schnell an. Du hängst einfach ein neues Wort dran. Und der Satz steht. Viele Lernende glauben, sie müssen jedes Grammatikdetail verstehen, bevor sie sprechen. Aber Chunks sind wie Lego. Du steckst sie zusammen und es hält. Ich erzähle kurz von meinem Italienischlernen. Mein erster Chunk war Per me un caffè per favore. Ich konnte damit jeden Morgen Kaffee holen, ohne nachzudenken. Tolles Beispiel. Für Deutsch empfehle ich meinen Schülern 5 Grundchunks. Wollen wir sie vorstellen? Sehr gern. Fang du an. Erster Chunk. Kann ich bitte? Damit fragt man höflich. Zum Beispiel, kann ich bitte bezahlen? Zweiter Chunk von mir. Ich brauche. Das hilft im Supermarkt oder beim Arzt. Ich brauche einen Termin. Dritter Chunk. Es tut mir leid. Damit entschuldigst du dich schnell. Menschen reagieren freundlich, wenn sie das hören. Vierter Chunk. Kein Problem. Ein kleiner Satz, der Gespräche glättet und positiv wirkt. Und der 5. Ich bin nicht sicher. So kannst du Zeit gewinnen, ohne still zu sein. Super Auswahl. Liebe Zuhörer, sprecht jeden Chunk jetzt laut nach. Wir warten kurz. Fertig? Prima. Vielleicht fühlt sich das etwas kindlich an, aber es trainiert eure Sprachmuskeln und euer Ohr. Sarah, hast du ein Beispiel, wie man mit Chunks flexibel wird? Ja, nehmen wir kann ich bitte. Du kannst sagen, kann ich bitte ein Glas Wasser? Oder kann ich bitte das Fenster öffnen? Dein Gehirn merkt nur den Start. Der Rest kommt wie ein Bild. Ich merke bei Anfängern, dass sie oft »Bitte, ich möchte haben« sagen. Das klingt nett, aber nicht natürlich.
Ein fester Chunk hilft, natürlicher zu klingen. Richtig. Noch ein Tipp. Schreib die Chunks auf kleine Karten. Leg sie in die Wohnung. Jedes Mal, wenn du sie siehst, sagst du den Satz laut. Das habe ich mit Spanisch gemacht. Im Badezimmer hing "Donde está el jabón?" Nach einer Woche brauchte ich nicht mehr überlegen, was Seife heißt. Lustig. Vielleicht hängt gerade jemand, wo ist die Milch, an den Kühlschrank. So wird der Satz ein Reflex. Wollen wir ein kurzes Rollenspiel machen? Ich frage, du antwortest mit Chunks. Gerne. Leg los. Entschuldigung, wie spät ist es? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es ist 10 Uhr. Kann ich bitte einen Kaffee bekommen? Kein Problem. Ich bringe ihn gleich. Sehr gut. Merkst du, wie flüssig das klingt? Keine komplizierten Strukturen. Genau. Für euch, liebe Hörer, spielt so etwas mit Freunden nach. Nutzt nur die 5 Chunks. Ihr werdet staunen, wie viel schon klappt. Ein wichtiger Punkt? Betonung. Ein Chunk lernt man mit Klang. Sagst du ihn immer gleich, sitzt er tiefer im Gedächtnis. Darum empfehle ich Audiokarten. Sprich den Satz ins Handy und hör ihn mehrmals am Tag. So bleibt die Melodie. Gute Idee. Übrigens, wir wollen noch 2 Bonus-Chunks nennen, okay? Gerne. Bonus 1. Echt jetzt? Das zeigt Überraschung oder Interesse. Bonus 2. Ich verstehe das. Oder ich verstehe das nicht. Beides braucht man ständig. Stell dir vor, du sitzt im Kurs. Der Lehrer spricht schnell. Anstatt zu schweigen, sagst du, ich verstehe das nicht. Schon bekommt er das Signal, langsamer zu sein. Oder du bist glücklich, weil du etwas kapiert hast. Dann sagst du klar, ich verstehe das. Das motiviert auch den Lehrer. Markus, wir sollten noch erwähnen, dass Chunks auch Grammatik enthalten. Man lernt sie also automatisch mit. Stimmt. Es tut mir leid, zeigt dir gleich den Dativ. Du musst ihn nicht zuerst analysieren. Dadurch sparst du Denkzeit und bleibst im Gespräch. Das ist unser Ziel. Liebe Zuhörer, vielleicht fragt ihr euch, wie viele Chunks man braucht. Ich sage, starte mit 10. Nutze sie täglich. Nach einem Monat kennst du sie im Schlaf. Danach baust du neue an. Aber nie 20 auf einmal. Qualität vor Quantität. Absolut. Ein letzter Tipp. Kombiniere Chunks wie Bauklötze. Kann ich bitte plus einen Moment ergibt? Kann ich bitte einen Moment? Perfekt, wenn du Zeit brauchst. Oder ich brauche plus Hilfe. Schon hast du ich brauche Hilfe. Einfach, klar, effektiv. Magst du den Hörern eine kleine Hausaufgabe geben? Gerne. Aufgabe. Wähle heute 3 Chunks. Schreibe sie auf. Sag sie mindestens 5-mal laut. Nutze sie einmal in echtem Gespräch. Prima. Und morgen wiederholen. Nach einer Woche wirst du merken, dass sie aus deinem Mund springen. Ohne Planung. Vielleicht fällt euch dann auf, dass ihr weniger im Kopf übersetzt. Genau das wollen wir. Ich finde, das war ein runder Abschnitt. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Nur eins. Hab Spaß dabei. Lachen und Chunks lernen passen gut zusammen. Sehe ich auch so. Dann gehen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich automatischen Reaktionen im Alltag. Bleibt dran, ihr Lieben. Gleich kommen reale Mini-Dialoge zum Mitsprechen. Ich freue mich darauf. Automatische Antworten im Alltag. Willkommen zu Kapitel 4. Automatische Antworten für den Alltag. Super, darauf freue ich mich, weil es sehr praktisch ist. Wir zeigen jetzt viele Mini-Dialoge. Ihr könnt sofort mitsprechen, bitte macht das laut. Erster Kontext. Im Café. Ich bin Kellnerin, du bist Gast, okay? Okay, los. Guten Morgen, was darf es sein?
Ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Kommt sofort. Danke. Gern geschehen. Dieser Dialog hat nur 2 Chunks gebraucht. Genau. Ich hätte gern und kommt sofort. Nächster Kontext. Im Bus. Ich sitze, du steigst ein. Entschuldigung, ist dieser Platz frei? Ja, kein Problem. Dankeschön. Gerne. Auch hier waren es feste Bausteine. Richtig, und jeder Satz war unter 5 Sekunden. Das Gehirn liebt diese Schnelligkeit. Jetzt ein Beispiel im Supermarkt. Du bist Kunde, ich bin Verkäufer. Perfekt. Fangen wir an. Entschuldigung, wo finde ich Reis? Gang 7, linke Seite. Vielen Dank. Kein Problem, gern. Merkst du, wie kurz das war? Und trotzdem war alles klar. Liebe Zuhörer, sprecht diesen Dialog jetzt nach. Wir geben euch 3 Sekunden Pause. 1, 2, 3. Gut, weiter. Nächste Szene, auf der Straße nach dem Weg fragen. Ich suche den Bahnhof, du hilfst mir. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte, wo ist der Bahnhof? Geradeaus und dann rechts. Super, danke schön. Gern, schönen Tag noch. Auch hier nutzen wir Bitten und Richtungen. Wenn ihr diese Sätze übt, habt ihr unterwegs weniger Stress. Jetzt probieren wir etwas anderes. Schnellen Wechsel. Wir stellen 5 Fragen und antworten ohne Erklärungen. Ihr sprecht bitte mit. Bereit? Los geht's. Hast du Hunger? Ein bisschen. Möchtest du Pizza? Sehr gern. Gutes Wetter heute? Leider regnet es. Kommst du morgen? Ich bin nicht sicher. Alles klar. Stopp, kurz atmen. Wie lief das? Kamen die Antworten schnell? Wenn nicht, spult zurück und übt nochmal. Wichtig ist der Rhythmus, nicht die Perfektion. Markus, sollen wir ein längeres Szenario machen? Ja, ein kleines Rollenspiel im Hotel. Ich bin Rezeption, du bist Gast. Guten Abend, ich habe eine Reservierung. Auf welchen Namen? Markus Wagner. Ah, hier? Ein Zimmer für 2 Nächte, richtig? Genau. Brauchen Sie Frühstück? Ja, bitte, um 8 Uhr. Perfekt. Hier ist Ihre Karte. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Dieser Dialog hatte vielleicht 10 Sätze, aber 0 Übersetzung. Weil wir vorher Chunks geübt haben. Liebe Zuhörer, schreibt uns, welche Szene ihr am nützlichsten findet. Oder denkt euch eigene Mini-Dialoge aus. Trainiert täglich 5 Minuten, das reicht schon. Wichtig, sprecht laut, nicht nur im Kopf. Und wiederholt, bis ihr keine Pause mehr merkt. Markus, ich glaube, das war genug Praxis für heute. Stimme zu. Wir können zum nächsten Thema überleiten. Gleich sprechen wir über Bilder im Kopf und schnellere Reaktionen. Bleibt also dran, bis gleich. Bevor wir schließen, lass uns ein paar Tipps sammeln. Gute Idee. Tipp 1. Benutze deinen Körper. Ja, Gesten unterstützen Sprache und geben Zeit zum Denken. Tipp 2. Antworte nicht mit ganzen Romanen. Kurze Sätze sind leichter flott auszusprechen. Tipp 3. Höre die Frage bis zum Ende. Viele antworten zu früh und verwirren sich selbst. Tipp 4. Atme ruhig, dann denkst du klarer. Guter Punkt. Luftmangel blockiert oft Wörter. Tipp 5. Baue ein Ritual wie Morgenfragen. Zum Beispiel, was mache ich heute? Gleich nach dem Aufstehen. Dadurch startest du den Tag schon mit Deutschdenken. Wir können noch ein Blitzquiz einbauen, oder? Sehr gern. Ich stelle 5 schnelle Fragen. Du antwortest sofort. Bereit. 1. Kaffee oder Tee? Kaffee, 2. Stadt oder Land? Stadt, 3. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer, 4. Buch oder Film? Film, 5. Sommer oder Winter? Sommer. Gut. Ihr Zuhörer, habt ihr auch so schnell geantwortet?
Wenn nicht, mach das Spiel noch einmal. Nehmt neue Fragen, zum Beispiel Lieblingsfarbe oder Lieblingsmusik. Solche Spiele lockern Gespräche und trainieren Schnelligkeit. Ich nutze das oft in meinen Klassen. Die Schüler lieben es. Wir nähern uns dem Kapitelende. Hast du noch ein motivierendes Schlusswort? Ja, jeder Dialog, auch Mini, baut eine Brücke zu flüssigem Deutsch. Schön gesagt. Danke. Jetzt wirklich Pause. Bis zum nächsten Kapitel. Bis gleich, bleibt dran. Schneller denken mit Bildern. Willkommen zu Kapitel 5. Heute zeigen wir, wie Bilder im Kopf helfen. Ich liebe dieses Thema. Bilder sind wie Turbo für das Gehirn. Genau. Wörter brauchen Zeit. Ein Bild erscheint sofort, ohne Übersetzung. Stell dir einen roten Apfel vor. Zack, da ist er. Kein Satz nötig. Das nutzt du beim Deutschlernen. Erst Bild, dann Wort, nicht andersherum. Viele machen es falsch. Sie hören Apfel, denken erst Apple, dann Bild. Das ist langsam. Unser Ziel. Muttersprachler-Tempo. Die springen direkt vom Klang zum Bild. Wie trainieren wir das? Wir geben 3 Übungen. Übung 1. Bildkarten. Nimm Fotos ohne Text, etwa Hund, Auto, Brot. Schau die Karte an, sag das deutsche Wort sofort laut. Kein innerer Text erlaubt. Mach das 10 Minuten täglich. Nach einer Woche merkst du Tempo. Übung 2. Räume benennen. Gehe durch deine Wohnung, tippe ein Objekt an und sag den Namen. Zum Beispiel Lampe, Tisch, Tür. Keine Grammatik, nur Objekte. Dein Gehirn lernt. Bild gleich Wort. Super simpel. Übung 3. Minifilm. Schließe die Augen. Stell dir vor, du gehst einkaufen. Sieh die Bilder. Regal, Milch, Kasse. Sprich die Wörter leise mit. Diese Methode nutze ich beim Französischlernen. Ich male kleine Kopffilme. Hilft wirklich. Ich tue das im Bus. Niemand merkt es. Ich lerne gratis. Liebe Zuhörer, probiert sofort. Wir machen einen kurzen Test. Ich nenne ein Wort. Ihr stellt euch das Bild vor und sagt es nach einer Sekunde laut. Bereit? Erstes Wort. Sonne. Zweites Wort. Buch. Drittes Wort. Zug. Ging das flott? Wenn ihr stocktet, übt mehr. Jetzt eine Stufe höher. Kleine Sätze mit Bild. Ich sage, die Katze schläft. Stelle dir sofort die Szene vor. Nächster Satz. Der Mann rennt. Bild da. Gut. Merkt ihr, wie das Gehirn sofort versteht, ohne zusätzliches Denken? Man kann das auch beim Lesen trainieren. Lies langsam und male jedes Verb als Film. Ein Beispieltext. Anna trinkt Kaffee und lacht. Stell dir Anna vor, Tasse in Hand, Lächeln auf Gesicht. Dadurch verknüpft dein Gehirn Handlung und Wort. Das macht es später abrufbar. Wichtig, nutze klare, einfache Bilder. Kein komplexes Kunstwerk. Je simpler, desto schneller. Ein Ball ist ein runder Punkt. Fertig. Oh, ich habe noch einen Trick. Farben. Erzähl. Verbinde neue Wörter mit Farben. Himmel ist blau, Gras ist grün. Farbe hilft, das Bild zu speichern. Ich mache das mit Zahlen. Montag bekommt Gelb, Dienstag Orange. So baue ich Kalender im Kopf. Spannend. Vielleicht teilen unsere Hörer eigene Farbideen mit uns? Schreibt uns gern, welche Farbe euer Lieblingswort hat. Noch ein Punkt. Bewegung. Wenn du das Objekt berührst, wird das Bild stärker. Sensorischer Speicher. Beim Wort Tür die Türklinke anfassen. Zack, sitzt es besser.
In meiner Schule nutzen wir echte Gegenstände. Die Klasse hält Dinge hoch und sagt die Worte. Ich erinnere mich an einen Workshop. Wir warfen uns einen Ball zu und riefen das Wort laut. Riesenspaß. Spaß schaltet Stress ab. Das Gehirn saugt Infos besser auf. Genau. Mach Lernen spielerisch, dann bleibt das Bild klar. Markus, wollen wir eine kleine Live-Visualisierung machen? Gute Idee, leg los. Stell dir einen Markt vor. Viele Stände, buntes Obst. Du siehst Bananen. Sag laut: Banane. Jetzt siehst du Käse. Sag Käse. Du gehst weiter, da liegt Brot. Sag Brot. Prima. Wer jetzt nicht übersetzt hat, hat gewonnen. Noch ein Tipp für Fortgeschrittene: Hör ein deutsches Wort und zeichne das Bild schnell. Das muss kein Kunstwerk sein. Ein Strichmännchen reicht. Danach schau die Zeichnung an und sprich das Wort erneut. So kombinierst du Hören, Sehen, Sprechen. Multisensorisches Lernen. Sehr effektiv. Okay, wir nähern uns dem Ende dieses Kapitels. Fassen wir kurz zusammen. Nutze Bilder, Farben, Bewegung. Trainiere täglich kurz. Ersetze inneres Übersetzen durch sofortige Bilder. Dann reagierst du schneller, klingst flüssiger und hast mehr Spaß. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Absolut. Im nächsten Kapitel üben wir Dialoge ohne Nachdenken. Bleibt dran, holt euch vielleicht ein Blatt Papier für Zeichnungen. Bis gleich. Dialoge üben ohne Nachdenken. Willkommen zurück. Jetzt kommt das Herzstück. Dialogtraining ohne Übersetzen. Wir machen heute echtes Sprechtempo. Keine Pause zum Denken. Genau. Stell dir vor, du spielst Ping-Pong. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Wir zeigen euch 5 Mini-Dialoge. Ihr sprecht sofort nach. Wichtig: hört, wiederholt, atmet. Mehr nicht. Los geht's mit Dialog 1. Kontext: Bäckerei. Ich sage, guten Morgen, was darf es sein? Ihr wiederholt laut: Ich hätte gern ein Brötchen, bitte. Jetzt Antwort, kommt sofort. Noch etwas? Ihr sagt: Nein, das war's. Danke. Super. Dialog 2. Kontext: Büro. Ich frage: Hast du kurz Zeit? Ihr sagt, ja, worum geht es? Ich antworte: Ich brauche Hilfe mit der Mail. Ihr, kein Problem, zeig mal. Fertig. Dialog 3. Kontext: Arztpraxis. Ich, was fehlt Ihnen? Ihr: Ich habe Kopfschmerzen. Ich, seit wann? Ihr: Seit gestern Abend. Gut gemacht. Dialog 4. Kontext: Bahnhof. Ich: Wann fährt der Zug nach Köln? Ihr, in 20 Minuten. Ich: Auf Gleis 5? Ihr? Ja, genau. Klasse. Dialog 5. Kontext: Party. Ich, magst du tanzen? Ihr: Gerne, lass uns gehen. Ich, tolle Musik, oder? Ihr: Absolut. Ihr merkt, jeder Dialog hat maximal 4 Zeilen. So bleibt keine Zeit für inneres Übersetzen. Jetzt erhöhen wir das Tempo. Wir machen einen Kettendialog. Ihr sprecht die fett markierte Rolle. Bereit? Markus, Fett geht hier nicht, also sage ich einfach ihr. Stimmt, danke. Ich starte. Szene: Restaurant. Ich. Guten Abend. Ihr: Guten Abend. Ich. Haben Sie reserviert? Ihr: Ja, auf den Namen Müller. Ich. Folgen Sie mir bitte. Ihr: Danke. Ich.
Möchten Sie etwas trinken? Ihr, ein Glas Wasser bitte. Ich? Kommt gleich. Gut, Ende der Kette. Wer flüssig war, super. Wer stockte, wiederholt es 3-mal. Jetzt ein Trick. Nehmt die gleiche Struktur, tauscht nur ein Wort. Zum Beispiel ein Bier, bitte, statt ein Glas Wasser, bitte. Damit lernt ihr Muster, nicht Einzelwörter. Als nächstes machen wir ein Echospiel. Ich spreche, ihr spiegelt sofort. Markus sagt einen Satz. Ihr beginnt mit dem gleichen Verb. Beispiel: Ich gehe einkaufen. Echo wäre, gehe ich auch. Klar? Okay, Übung startet jetzt. Satz 1. Ich lerne Deutsch. Echo. Satz 2. Wir treffen uns morgen. Echo. Satz 3. Sie liest ein Buch. Echo. Sehr gut. Echo trainiert sofortige Reaktion. Ich nutze das oft mit Kindern. Sie lieben es. Jetzt eine kleine Challenge. Ich sage halbe Sätze, ihr beendet sie. Erste Hälfte. Heute Abend koche ich. Zweite Hälfte. Schnell, was koche ich? Nächste. Morgen früh möchte ich. Und wieder sofort vollenden. Diese Lückenfüller zwingen dein Gehirn, spontan zu sein. Falls gar nichts kommt, sag einfach: Ich weiß nicht. Auch das ist eine Antwort. Wichtig ist, dass kein Schweigen entsteht. Jetzt kommt ein längerer Dialog. Achtung, wir sprechen durch. Ihr hört nur zu, ohne Wiederholung. Danach spielen wir ihn erneut, dann sprecht ihr eine Rolle. Szene: Freund trifft Freundin im Park. Ich spiele Freundin. Du beginnst. Hi Sarah, lange nicht gesehen. Hallo Markus, stimmt. Wie geht's dir? Ganz gut. Arbeit ist viel, aber okay. Und dir? Ich bin müde, hatte heute Unterricht bis 6. Lust auf einen Kaffee jetzt? Sehr gern. Das Café dort hat 9 Kuchen. Super, dann gehen wir. Ende. Jetzt Version 2. Ihr übernehmt meine Rolle. Markus bleibt gleich. Bereit? Los! Hi Sarah, lange nicht gesehen. Ganz gut, Arbeit ist viel, aber okay. Und dir? Lust auf einen Kaffee jetzt? Super, dann gehen wir. Wie lief das? Hattet ihr Leerstellen? Kein Problem, spielt es nochmal. Ein Tipp: Nutzt Gestik, wenn das Wort fehlt. So bleibt ihr im Fluss. Oder sagt ein Ersatzwort wie Ding, Sache. Hauptsache, ihr redet weiter. Genau. Schweigen ist der Feind der Spontaneität. Markus, lass uns noch eine Blitzrunde machen. 5 Fragen, ein Wort antworten. Gern. Für die Zuhörer gilt das Gleiche. 1. Lieblingssport. Schwimmen. 2. Lieblingsfarbe. Blau. 3. Kaffee oder Tee. Kaffee. 4. Meer oder Berge. Meer. 5. Hund oder Katze. Hund. Fertig, das geht super schnell, oder? Ja, und es macht Spaß. Ihr könnt eigene Fragen erfinden. Achtet auf Tempo. Wir haben jetzt viele Techniken gezeigt. Mini-Dialoge, Echo, Lücken, Fragen. Setzt euch ein Ziel. Jeden Tag 5 Minuten. Morgens im Bad, im Auto, egal. Wichtig ist das tägliche Training. Nach 2 Wochen seht ihr Fortschritt. Versprochen. Damit schließen wir dieses Kapitel. Im nächsten Teil sprechen wir über eure tägliche Routine. Bleibt dran und übt weiter. Deine tägliche Routine. Willkommen zu Kapitel 7. Jetzt bauen wir eine einfache Tagesroutine für dein Deutschdenken. Routine bedeutet, du wiederholst kleine Schritte jeden Tag. So wie Zähneputzen. Genau. Wir geben dir einen Plan in 5 Etappen.
Jede Etappe dauert nur 3 bis 5 Minuten. Du brauchst Handy, Notizzettel, vielleicht einen Spiegel. Mehr nicht? Etappe 1. Aufwachen. Noch im Bett sagst du 3 Sätze über den Tag. Beispiel: Ich stehe jetzt auf. Ich mache Kaffee. Ich gehe später arbeiten. Wichtig? Sag es laut, nicht nur denken. Der Klang aktiviert dein Gehirn. Etappe 2. Bad. Schau in den Spiegel und stelle dir eine Frage. Zum Beispiel: Wie geht es mir heute? Antworte selbst: Mir geht es gut. Das mag albern wirken, aber es trainiert Selbstgespräche. Du brauchst keinen Partner. Etappe 3. Frühstück. Nenne die Dinge vor dir. Das ist Brot. Das Messer ist scharf. Der Kaffee riecht stark. Versuche ein neues Adjektiv einzubauen. Heute vielleicht knusprig für Brot. Genial. Etappe 4. Unterwegs. Hör einen kurzen Podcast oder ein Lied auf Deutsch. Achte auf einen Satz und sprich ihn nach. Ich sage meinen Schülern, wähle etwas Einfaches, das du magst. Dann bleibt es leichter hängen. Etappe 5. Abendrückblick. Vor dem Schlafen beantworte 3 Fragen. Was habe ich heute gelernt? Was war schwer? Was mache ich morgen? Schreib die Antworten in ein kleines Tagebuch. 3 Zeilen genügen. Diese 5 Etappen dauern zusammen vielleicht 20 Minuten. Aber sie verteilen sich über den Tag. Sie halten dein Gehirn ständig im Deutschmodus. Kein großes Extralernen nötig. Ich erzähle kurz, wie ich das mit Italienisch mache. Morgens sage ich Oggi fa caldo. Abends schreibe ich Ho mangiato pasta. Klingt lecker. Ich mache es mit Japanisch. Oft nur ein Satz wie Watashi wa nemui desu. Aber es hält die Sprache frisch. Liebe Zuhörer, setzt euch heute ein kleines Ziel. Vielleicht startet ihr nur mit Etappe 1 und 3. Steigert euch langsam. Nach einer Woche fügt ihr Etappe 2 hinzu. Und wenn ein Tag stressig ist, dann macht wenigstens eine Etappe. Kurz ist besser als gar nicht. Ein weiterer Tipp. Verknüpfe Routine mit festen Orten. Spiegel, Frage, Küche, Benennen, Bett, Rückblick. So brauchst du keine Erinnerung. Der Ort löst die Sprache automatisch aus. Noch etwas. Nutze Timer. Stelle das Handy auf 3 Minuten. So bleibt die Übung knapp. Guter Punkt. Zeitdruck verhindert langes Grübeln. Markus, wollen wir eine Beispielroutine für morgen früh vorsprechen? Ja, ich beginne. Wecker klingelt. Ich bin wach. Spiegel, wie sehe ich aus? Ich sehe müde aus. Küche. Die Pfanne ist heiß. Unterwegs, ich höre den Satz, das Wetter ist schön im Podcast und wiederhole ihn. Abends. Ich habe viele E-Mails geschrieben. Morgen mache ich Pause. Fertig. Dauer? Vielleicht 15 Minuten total. Das klingt machbar, oder? Ihr schafft das auch. Ich glaube, viele unterschätzen die Kraft dieser kleinen Schritte. Absolut. Kontinuität schlägt Intensität. Markus, sollen wir die Routine noch einmal als Liste wiederholen? Gerne. 1. Aufwachen, 3 Sätze. 2. Spiegel, Frage-Antwort. 3. Frühstück, Objekte benennen. 4. Unterwegs, Satz nachsprechen. 5. Abend, 3 Fragen schreiben. Perfekt. Speichert euch das im Handy oder klebt einen Zettel ans Bett. Wenn ihr Lust habt, teilt eure Lieblingsetappe mit uns. Wir lesen alles gern und geben Feedback. Ich denke, das war ein runder Plan. Ja, damit kann jeder starten. Im nächsten Kapitel zeigen wir, wie ihr Übersetzungsfehler vermeidet. Bleibt dran und viel Erfolg mit eurer Routine.
Übersetzungsfehler vermeiden. Willkommen zu Kapitel 8. Heute klären wir, wie typische Übersetzungsfehler entstehen und wie du sie vermeidest. Ich sehe diese Fehler täglich. Viele kommen von 1:1 Übersetzungen aus der Muttersprache. Genau. Das Gehirn sucht das bekannte Muster und klebt alte Grammatik an neue Wörter. Beispiel: Englischsprachige sagen oft, ich bin 25 Jahre alt, korrekt, aber manche sagen, ich habe 25 Jahre. Das ist Spanischstruktur. Oder meine französischen Freunde sagen, ich vermisse dich, als du fehlst mich. Falsches Objekt, weil es im Französischen anders läuft. Wie vermeiden wir das? Erstens, lerne ganze Sätze, nicht nur Vokabeln. Zweitens, höre viel. Dein Ohr merkt, was richtig klingt, bevor dein Kopf es erklärt. Drittens, nutze kurze Kontrollfragen. Frag dich, hört sich das Deutsch an? Wenn es holpert, such ein anderes Chunk. Lass uns 3 Klassikfehler betrachten und korrigieren. Fehler 1. Wort für Wort Satzbau. Beispiel: Kann du mir helfen? Richtig, kannst du mir helfen? Ende Sand. Regel: Verbendungen üben. Singe sie ich, dust, er, te. So sitzt es. Fehler 2. Falscher Artikel. Viele sagen der Auto. Richtig ist das Auto. Tipp: Lerne jedes Nomen immer mit Artikel. Sag nicht nur Auto, sondern das Auto. Fehler 3. Falsche Präposition. Oft hört man, ich war in Montag hier. Richtig? Am Montag. Merksatz: Tage plus am, Monate plus im, Uhrzeit plus um. Klein, aber wichtig. Jetzt machen wir ein Mini-Quiz. Ich sage einen falschen Satz, ihr korrigiert laut. Satz 1: Ich gehe zur Arbeit. Korrekt ist, ich gehe zur Arbeit. Satz 2: Er freut sich über das Wochenende? Richtig. Er freut sich aufs Wochenende. Mit auf Plus, das andere nicht aufs. Satz 3: Wir treffen uns im Freitag. Besser, wir treffen uns am Freitag. Gut gemacht. Wenn ihr gestockt habt, notiert den Fehler. Ein weiterer Trick: Vermeide Übersetzen bei festen Redewendungen. Zum Beispiel, es zieht heißt nicht it pulls. Schreibe solche Phrasen auf eine Liste mit Kontext. Lies sie täglich. Auch wichtig, verwandte Sprachen können helfen, aber kontrolliere immer. Meine niederländischen Freunde verstehen viel Deutsch, doch sie sagen oft ich bin klar als ich bin klar statt ich bin fertig. Lösung: Frage einen Muttersprachler oder nutze ein gutes Beispiel-Wörterbuch. Noch ein Punkt. Grammatik-Apps sind nützlich, aber überprüfe Beispiele im echten Leben, etwa Podcast oder Serie. Markus, wollen wir einen Live-Fehler korrigieren? Gerne. Du sagst falsch, ich korrigiere. Die Informationen sind wichtig. Richtig. Die Information ist wichtig. Singular, nicht Plural. Super. Jetzt du. Ich warte für dich. Korrekt? Ich warte auf dich. Präposition ändern. Liebe Zuhörer, spielt dieses Spiel mit Freunden. Einer baut absichtlich Fehler, der andere repariert. Das macht Spaß und schärft das Ohr. Noch ein Tipp: Nutze Spracherkennung im Handy. Sprich den Satz, schau, was das Handy schreibt. Fehler? Dann korrigiere. Ja, Technik hilft, aber verlass dich nicht nur drauf. Dein Gefühl für Klang ist wichtiger. Zum Schluss 3 Anti-Übersetzungsmantras. 1: Ich denke in Bildern. 2. Ich spreche in Chunks. 3: Ich lerne aus Fehlern, nicht aus Angst. Sag diese Sätze laut, wenn du zögerst.
Damit senkst du Stress und blockierst die alte Übersetzungsautobahn. Ich finde, das war ein klarer Fahrplan gegen Fehler. Sehe ich auch so. Im nächsten Kapitel geht es um flüssig bleiben, wenn ein Wort fehlt. Bleibt dran und habt keine Angst vor kleinen Fehlern. Sie sind eure Lehrer. Flüssig bleiben im echten Gespräch. Willkommen zu Kapitel 9. Jetzt wird es ernst. Wie bleibst du flüssig, wenn dir ein Wort fehlt? Das passiert jedem, auch Muttersprachlern. Wichtig ist, ruhig bleiben. Genau. Wir geben euch 5 Strategien. Jede hilft in einer anderen Situation. Strategie 1. Umschreiben. Wenn du Kühlschrank nicht weißt, sag, der kalte Schrank für Essen. So versteht man dich sofort und du bleibst im Gespräch. Strategie 2. Platzhalter. Sag einfach das Ding oder die Sache, bis dir das Wort einfällt. Klingt simpel, aber es hält den Redefluss. Strategie 3. Nachfragen. Sag, wie heißt das auf Deutsch? Oder kannst du mir helfen? Die meisten Menschen helfen gern. So lernst du das Wort gleich richtig. Strategie 4. Gestik. Zeig auf das Objekt oder mach eine Bewegung. Körpersprache ist eine universelle Brücke. Strategie 5. Synonym verwenden. Statt fantastisch sag sehr gut. Einfacher Wortschatz ist völlig okay. Klarheit vor Eleganz. Lass uns ein Beispiel machen. Ich spiele Touristin, du bist Einheimischer. Okay, Szene beginnt. Entschuldigung, wo ist das, Wasserhaus? Meinst du das Schwimmbad? Ja, genau. Danke. Wie komme ich dorthin? Geradeaus und dann links. Perfekt, vielen Dank. Siehst du, ein Wort fehlte. Doch der Dialog lief. Genau. Umschreibung plus Frage hat sofort geholfen. Jetzt eine Stresssituation. Jobinterview. Ich stelle dir eine Frage. Du kennst ein Wort nicht. Los! Welche Aufgaben hatten Sie in Ihrem letzten Job? Ich habe oft, die Berichte gemacht, also ich habe Zahlen gesammelt und einen Wochenreport erstellt. Sehr gut gelöst. Statt Statistiken kam Zahlen. Verständlich. Ja, und das Gespräch pausierte nicht. Liebe Zuhörer, wir machen ein Training. Ich sage einen Satz, lasse ein Schlüsselwort leer, ihr ergänzt. Satz 1. Heute Abend koche ich Dinneste Darbahand. Ersetzt das leere Feld schnell. Satz 2. Morgen muss ich um Uhr aufstehen. Satz 3. Mein Lieblingsfilm heißt Punthorn Stadt. Wenn kein Wort kommt, sagt irgendwas. Hauptsache, ihr redet. Noch ein Tipp. Atemtechnik. Atme tief, wenn du hängst. Das gibt dir Sekundenspielraum. Und lächle. Ein Lächeln reduziert Stresshormone. Ich nutze auch Füllwörter. Auf Deutsch, also, weißt du. Sie klingen natürlich und schenken Zeit. Aber nicht zu viele, sonst wirkt es unsicher. Markus, erzähl mal von deinem Erlebnis in Italien, wo dir ein Wort fehlte. Klar. Ich wollte ein Fahrrad leihen und wusste mieten nicht. Also fragte ich, kann ich ein Fahrrad für einen Tag haben? Der Mann lachte, verstand sofort und sagte das Wort noleggiare. Ich hatte etwas gelernt und bekam mein Rad. Tolles Beispiel. Mut plus Umschreibung gleich Erfolg. Wir empfehlen auch das 3-Sekunden-Regelspiel. Wenn dir ein Wort fehlt, hast du 3 Sekunden. Danach musst du irgendeine Lösung bringen. So trainierst du schnelle Reaktionen. Wir üben das live. Ich stelle eine Frage, du hast 3 Sekunden. Okay, Challenge accepted. Was machst du am Wochenende? Ich gehe, wandern im Wald. Perfekt, geschafft.
Ihr Zuhörer, probiert das auch. Ein letzter Rat: Fehler sofort loslassen. Grübel nicht über versäumte Worte. Richtig. Das Gespräch geht weiter. Die Chance zum Lernen kommt später. Vielleicht führt dein Fehler sogar zu einem netten Austausch. Zusammenfassung der Strategien. Umschreiben, Platzhalter, Nachfragen, Gestik, Synonym, Atmen, Füllwort, Lächeln. Nimm 2 davon als Lieblingswaffe und übe täglich. Damit bist du für reale Gespräche gut gerüstet. Im letzten Kapitel zeigen wir, wie du all das im Alltag anwendest, egal ob Supermarkt oder Arzt. Bleib dran, wir sind fast am Ziel. Sprache im Alltag und Abschluss. Willkommen zum letzten Kapitel. Jetzt zeigen wir, wie du alle Übungen draußen in der echten Welt nutzt. Genau. Unser Ziel ist, dass Deutschdenken ganz normal wird. Im Laden, beim Arzt, überall. Stell dir vor, du gehst einkaufen. Du sagst schon beim Betreten laut im Kopf: Ich brauche Brot, Milch, Käse. Dadurch aktivierst du sofort Deutschmodus. Dann kommt der Dialog an der Theke. Du nutzt Chunks. Kann ich bitte 200 Gramm Käse? Schon fertig, kein inneres Wörterbuch nötig. Oder an der Kasse, wenn etwas fehlt. Du sagst: Einen Moment bitte, ich hole noch Zucker. Kurzer Satz: Klar, höflich. Beim Arzt können wir Angst reduzieren. Sag dir vorher 3 Sätze. Ich habe Kopfschmerzen. Seit gestern. Es tut hier weh. Mit diesen Bausteinen läuft das Gespräch schon. Im Restaurant spielst du unser Ping-Pong. Kellner fragt: Möchten Sie bestellen? Du antwortest automatisch: Ja, ich hätte gern die Suppe. Fertig. Wenn etwas unklar ist, nutze Strategie aus Kapitel 9. Frage: Wie heißt das auf Deutsch? So lernst du live. Ein Tipp für Bus oder Bahn. Lies die Anzeigen laut im Kopf. Nächster Halt: Alexanderplatz. Dein Gehirn verknüpft Wort und Ort. Und zu Hause? Sprich mit Smartgeräten auf Deutsch. Sag Licht an, Musik aus. Technik wird dein Übungspartner. Ich glaube, wir haben jetzt einen runden Werkzeugkasten gebaut. Sehe ich auch so. Unsere Hörer haben nun viele kleine Schritte für jede Situation. Damit kommen wir langsam zum Ende. Sarah, möchtest du alles kurz zusammenfassen? Gerne. Also wir haben zuerst erklärt, warum wir oft noch übersetzen und wie Angst, Gewohnheit und fehlendes Hören das bremsen. Dann kamen Wortchunks wie Ich hätte gern, die als feste Bausteine sofort helfen. Wir haben Mini-Dialoge geübt, um schnelle Antworten zu trainieren und gezeigt, wie Bilder im Kopf Übersetzung ersetzen. Danach folgte das Ping-Pong-Sprechtraining ohne Nachdenken. Wir bauten eine tägliche Routine in 5 Etappen, von Aufwachen bis Abend, die nur wenige Minuten kostet. Wir haben häufige Übersetzungsfehler korrigiert, zum Beispiel falsche Präpositionen, und Strategien gegeben, um flüssig zu bleiben, wenn ein Wort fehlt, wie Umschreiben oder Gestik. Schließlich haben wir gezeigt, wie all diese Techniken in echten Situationen wirken, etwa beim Einkaufen, im Restaurant oder beim Arzt. Kurz gesagt, kleine, feste Phrasen, tägliche Mini-Übungen, mutige Fehler und viele Bilder führen Schritt für Schritt zu automatischem Deutschdenken. Danke für die klare Zusammenfassung. Das war auf den Punkt. Danke. Es hat Spaß gemacht, alles noch einmal zu ordnen. Mir auch. Ich fand vor allem unsere Praxisdialoge hilfreich. Ich mochte die Bildübungen. Die machen Lernen leicht. Stimmt. So, liebe Zuhörer, wir sind am Ende dieser Folge. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen, Markus, und mit euch allen zu lernen. Ich danke dir auch, Sarah. Deine Beispiele aus der Sprachschule waren super wertvoll.
Und danke an alle, die bis hierhin gehört haben. Wir hoffen, ihr probiert die Routine gleich morgen früh. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns wissen, bei welchem Alltagsthema ihr noch Übersetzungsschwierigkeiten habt. Wir sind gespannt. Ja, schreibt uns einfach. Wir lesen alles gern und freuen uns auf eure Geschichten. Bleibt mutig, macht Fehler, lacht darüber und sprecht weiter Deutsch. Jeden Tag ein bisschen. Regelmäßige Wiederholung formt neue Gehirnwege. Ihr schafft das. Wir verabschieden uns jetzt. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss und bleibt dran.